Moin allerseits, ich bin Sven von Outdoorminimalist.net und eigentlich müsste ich heute mein Savotta Fancap wieder aufziehen. Ich habe aber noch immer keine, also von daher lasse ich es bleiben. Ich möchte euch heute ganz gerne wieder einen Rucksack von Savotta vorstellen. Alle bisherigen Rucksäcke, die ich von Savotta vorgestellt habe, konnte ich wirklich vorbehaltlos jedem empfehlen. Das ist bei diesem Rucksack nicht der Fall. Wenn euch interessiert, warum das ist, einfach gerne dranbleiben. Es handelt sich hier um einen Rucksack aus der Classic-Reihe von Savotta. Das heißt, das sind wirklich Rucksäcke, die es schon seit ewig und 3 Tagen gibt, wobei er hier zwischendurch einmal eine Erneuerung erfahren hat und so ein bisschen modernere Materialien bekommen hat. Das heißt aber auch, dass man hier kein Hightech, modernes Tragesystem und so weiter und so fort hat, sondern wirklich alles so ein bisschen auf die Basics reduziert, aber halt einfach seit Jahr und Tag bewährt. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich klassische Dinge mag, allein auch von der Optik her, und das war für mich auch ein Grund, mich für diesen Rucksack zu entscheiden. Der zweite Grund ist das Tragegestell, denn es handelt sich hier um einen kleinen Außentragegestell-Rucksack. Und das finde ich richtig klasse. Das ist für mich einfach eine super Kombination, denn ich habe noch nach einem Rucksack gesucht, der für mich zwischen meinem Jäger 2 und meinem AJK Modular liegt. Da könnte ich zwar auch den Frost River nehmen, der passt ziemlich genau in diese Lücke. Allerdings wollte ich ganz gerne was ein bisschen komfortabler zu tragen ist. Und das ist eben einfach durch dieses Außentragegestell absolut gegeben. Wir haben hier wieder absolut robuste Materialien, wobei es diesmal nicht ausschließlich 1000D Cordura ist, wie beim Jäger oder beim Minijäger oder AJK, wie auch immer, sondern hier handelt es sich um Baumwolle. Das ist wirklich robuste und imprägnierte Baumwolle, das heißt, auch da hat man den Vorteil, dass Regenschauer gar kein Problem sind. Und diese Straps hier, die sind überall aus wirklich richtig robustem Cordura-Gewebe. Ich bleibe einfach mal direkt bei der Front. Und zwar ist die wirklich schön schlicht aufgebaut. Man hat hier ein einfaches Deckelfach, das man über diese langen Riemen hier öffnen kann. Das gibt dann auch die Möglichkeit, das Deckelfach wirklich gut zu erweitern. Man hat hier so wirklich reichlich Platz. Es ist aber auch wirklich nur dieses Deckelfach. Da ist keine Tasche drin oder dergleichen. Was ich gut finde, also es soll jetzt gar nicht nach Kritik klingen. Dann ist der Innenraum von einer einfachen Kordel nochmal zuzuziehen und entsprechend auch zu erweitern, sodass man hier wirklich reichlich Platz hat. Zum Innenraum gibt es wenig zu sagen, da es sich hier wirklich um einen Sack handelt, in dem weder weitere Taschen noch irgendwelche Fächer oder dergleichen sind. Das gefällt mir sehr gut, weil ich einfach wenig Gebimsel brauche. Und da ich in der Regel mittlerweile, ja, habt ihr vielleicht schon in einem oder anderen Video gesehen, mit einem Hafersack unterwegs bin und in diesem Hafersack den Kleinkram transportiere, brauche ich den Innenraum wirklich nur, um dort Decken, Felle und dergleichen zu transportieren. Deswegen finde ich das sehr angenehm, dass hier einfach keine Taschen drin sind, die ich sowieso nicht brauche. Man hat hier vorne nochmal einen Reißverschluss. Das ist keine zusätzliche Tasche, sondern es führt direkt in den Innenraum. Also man kann so auf Kleinkram zugreifen. Wäre für mich nicht notwendig gewesen. Also für mich ist es überflüssig. Wer aber mit Kleinkram unterwegs ist oder mal eben hier rein möchte, das geht auf jeden Fall. Wenn ich hier zum Beispiel eine Lagen, das geht, ist aber schon, ne, es ist Maßarbeit. Es passt gerade so. Nur zur Information. Wer aber nochmal so Zugriff auf Kleinkram haben möchte, hat da auf jeden Fall die Option. Die Seiten haben jeweils tiefe Taschen, auch mit einem Strap. Der ist jetzt nicht so lang, aber so lang braucht es auch nicht, weil die Taschen ziemlich tief sind. Die gehen bis unten durch. Ihr seht also, es ist reichlich Platz, den man hier hat. Aber auch hier ist kein weiterer Kordelzug, sondern es sind einfache Fächer, die bis unten durchgehen, aber nichts weiter verschließen. Ich habe immer mal die Beschwerde gelesen, dass hier so Sachen rausfallen könnten. Aber ganz ehrlich, ich mache keinen Handstand im Wald. Und ich packe die Sachen so, dass sie eigentlich nicht rausfallen kann. Also entweder habe ich da so eine kleine Tasche drumherum oder wie auch immer. Wenn das für euch ein Faktor ist, dann müsst ihr bedenken, ihr habt hier keinen weiteren Schutz. Das heißt, wenn ihr hier Kleinkram drin habt und das bis zur Kante hier oben vollpackt, könnt ihr das jetzt zwar schön eng zuziehen. Aber hier an den Seiten könnte sich was durcharbeiten, könnte rausfallen. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber tatsächlich sind das Kritikpunkte, die ich immer mal gelesen habe. Trifft für mich nicht zu, ist für mich kein Faktor. Was vielleicht noch interessant ist wieder die Nalgene-Flasche. Ich weiß, ich sage Nalgene und nicht Nalgene, aber ich mache das schon so lange, dass ich mich da nicht mehr umgewöhnen werde. Die passt hier rein und zwar gerade so. Gerade so meint, sie passt gut rein, ohne dass man es drücken muss. Seht ihr, also ich kann sie auch gut wieder rausholen. Aber schon wenn ich den Kartonkartopf da drunter habe, wird es hier echt eng. Ich kann das jetzt hier rein friemeln.
Es ist sehr schwer wieder rauszubekommen und vor allem, wenn der Rucksack beladen ist, geht das eben nicht. Also wenn ihr das zusammen hier in die Seitentaschen reintun wollt, keine Chance. Nalgene alleine ja, Nalgene mit Becher geht nicht. Das ist eben auch eine Sache, die man wissen muss, wo man schauen muss, ob einen das stört oder eben nicht. Aber das sind halt so ein paar Punkte, weswegen ich sage, ich kann es nicht uneingeschränkt jedem empfehlen, weil es da halt wirklich so ein bisschen auf die Verwendung ankommt. Das Frontfach ist ähnlich ist ähnlich simpel aufgebaut. Hier mit 2 Riemen verschlossen. Da ist eine große breite Tasche. Hier wiederum passt dann auch problemlos die Nalgeneflasche rein. Und man hat da auch tatsächlich noch genügend Platz, um rechts und links was weiteres hineinzutun. Also die vordere Fronttasche bietet wirklich gut Raum. Eine Besonderheit, die mir sehr gut gefällt, ist diese seitliche Verschnürung hier. Es gibt nämlich nicht nur die Möglichkeit, schmale Dinge hier hinter zu befestigen, sondern erweitert auch das Volumen des Rucksacks deutlich. Da ist nämlich Stoff unterlegt. Ihr seht, ihr habt hier nochmal dieses ganze Stück hier, um das Ganze zu erweitern. Also der Innenraum bietet wirklich gut was am Platz. Ich habe da drin einen großen Ansatzsack drin gehabt, meine Felle, eine kleine Decke, eine Hängematte hatte ich noch drin und ein bisschen Kleinkram. Und das hat alles problemlos gepasst. Also das ist wirklich noch so eine Option, die ich sehr gut finde, weil man ihn auch sehr schmal tragen kann und halt nicht dieses volle Volumen ausnutzen muss, sondern eben auch das Ganze eng am Rücken tragen kann. Ihr seht jetzt hier oben, dass wirklich reichlich Band über ist. Was ich mache und wofür ich das nutze, ist einfach das, was ich hier drin habe, gerade wenn der Rucksack ein bisschen voller ist, einfach nochmal zu sichern. Mache ich mir einfach nochmal eine Schlaufe drüber und habe hier auch von der Seite nochmal eine Sicherung. Erstmal bimselt hier dann nichts rum und ich habe wirklich alles nochmal ein bisschen besser komprimiert im Innenraum. Wenn schon keine Schneeschürze da ist, hat man wenigstens so nochmal die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen zu sichern. Was mir auch sehr gut gefällt, hier ist halt wieder der klassische Lederpatch drauf. Ich mag ja die neuen Patches von Zavotta nicht ganz so gerne. Deswegen bin ich auch froh, dass ich noch einen älteren Jäger 2 habe mit diesem Lederpatch. Da freue ich mich, dass der hier halt eben auch drauf ist. Zuletzt möchte ich so ein bisschen auf das Tragesystem eingehen. Das ist nämlich für mich Highlight und auch größter Kritikpunkt gleichzeitig. Man hat hier etwas aus der Klassiklinie. Das heißt, man hat auch hier nicht die modernsten Mittel. Was man wissen muss, und das ist einer der Hauptpunkte, warum ich sage, ich kann es nicht uneingeschränkt empfehlen. Das ist ein Punkt, den man wissen muss und wo man auch sagen muss, das stört einen oder stört einen nicht. Man kann diese Riemen nicht verstellen, während man es trägt. Das heißt, man stellt sich die Riemen hier unten ein und die sind hier entsprechend fixiert. Man stellt sich das auf die Länge ein, wie man es braucht, trägt es, schaut, ob es passt und justiert dann gegebenenfalls nochmal nach, indem man es wieder absetzt, wieder auseinanderfriemelt, wieder justiert. Ist an sich keine große Sache, muss man allerdings wissen, zumal das einen weiteren Nachteil mit sich trägt, dass man, wenn man zum Beispiel abends hat man noch leichte Kleidung an, weil es schön warm war, morgens packt man sich dick ein. So wie er abends eingestellt wird, wird er morgens nicht mehr passen. Wenn man dick Kleidung drüber hat, muss man auch hier nochmal nachjustieren. Es geht relativ schnell, aber man muss es wirklich absetzen, gucken und auch, dass beide Seiten gleich lang sind, muss man dann wirklich so ein bisschen austarieren. Man hat hier oben, wie man sieht, nochmal eine Möglichkeit, weitere Einstellungen vorzunehmen. Und zwar sind das die Lagerverstellriemen. Da könnt ihr den Rucksack nochmal so ein bisschen näher an den Rücken ranholen oder halt ein bisschen weiter abstehen lassen. Also da könnt ihr nochmal Feineinstellungen vornehmen. Aber wie gesagt, das Grundsätzliche passiert eben da unten. Weiterer Punkt, die Breite lässt sich nicht einstellen. Das ist ein bisschen bei mir das Problem, dass ich den gerne ein bisschen breiter hätte. Aber das passt nicht so ganz, also das kann man einfach schlicht nicht einstellen. Das ist so ein kleines Problem, da muss man einfach schauen. Ich würde ihn nicht mit schweren Lasten tragen. Ich würde ihn sowieso aufgrund der Größe und der Tatsache, dass kein Hüftgurt dran ist, für mittlere bis leichte, beziehungsweise umgekehrt leichte bis mittlere Lasten empfehlen. Man kann hier allerdings, hier ist also wirklich dieser schöne Außengestellrahmen, man kann hier aber sehr leicht einen Gürtel befestigen. Zum Beispiel die Warrior Belts und wie sie nicht alle heißen, Heavy Duty Belts und Schlag mich tot. Die könnt ihr hier dran fixieren und dann habt ihr einfach euren Hüftgurt. Das ist auch eine Sache, die man wissen muss, dass man das jederzeit nachrüsten kann, wenn man es eben möchte. Für mich war es tatsächlich ein Grund, auch ihn zu kaufen, weil ich keinen Hüftgurt wollte, sondern weil ich ihn wirklich so schlicht wie möglich haben wollte. Ohne viel Gebimsel, sondern einfach so einen Rucksack, den ich mir schnapp, wo ich meine 7 Sachen reinwerfe und den ich mitnehmen kann. Das Tragesystem an sich gefällt mir sehr gut. Die Riemen sind wieder gut gepolstert. Das Problem der Breite kann man so ein bisschen regulieren, indem man hier einfach den Brustgurt nimmt und so einfach dafür sorgt, dass man das Ganze so ein bisschen zusammenzieht und so ein bisschen zusätzlich hält
Die Materialien sind alle wahnsinnig gut verarbeitet. Auch dieser Rucksack ist für die Ewigkeit gebaut. Also die Riemen sind fantastisch. Und was an diesem Tragesystem halt einfach besonders gut ist und für mich auch ein weiterer Grund war, ist halt dieses Prinzip, wie es schon bei dem schwedischen Armeerucksack der Fall ist, dass man hier unten diesen Gurt hat. Das ist wie so ein bisschen wie Autogurt vom Material her, so dass der Rucksack wirklich direkt auf dem unteren Rücken anliegt und gar nicht mit der ganzen Fläche, sondern das hier liegt auf dem unteren Rücken und die Riemen sorgen eigentlich nur noch dafür, dass es nicht vom Rücken runterfällt. Das ist wirklich super und das sorgt eben auch dafür, dass man mittlere Lasten gut tragen kann, ohne dass man da einen Hüftgurt zu braucht. Warum nun also keine 100%ige Empfehlung? Einfach deswegen, weil man wissen muss, was man da kauft. Wenn man sich bewusst für eine Classic Line entscheidet, dann kann ich es auch auf jeden Fall empfehlen, weil man da wirklich genau das bekommt. Man bekommt einen schlichten Rucksack, der gut Lasten tragen kann, wo wenig dran ist, wo man auch selber was nähen kann. Das ist Baumwolle, der sehr, sehr, sehr robust verarbeitet ist und der ohne viel Schnickschnack daherkommt. Das sind für mich die größten Stärken von diesem Rucksack. Wie gesagt, diese Kleinigkeiten, Tragesystem, dass man nicht so einfach nachjustieren kann, dass die Nalgene nicht mit Deckel bzw. mit Topf hineinpasst. Das sind so Kleinigkeiten, die man wissen muss. Wie gesagt, ich wiederhole mich da, glaube ich, gerade. Wenn einen das allerdings nicht stört, dann kann ich diesen Rucksack voll und ganz empfehlen. Wenn man nicht viel Kleidung wechselt, hat man auch das Tragesystem einmal eingestellt. Und dann kann man es ja in der Regel so lassen. Also wenn ich jetzt hierüber noch ein Hemd anziehen würde, müsste ich nicht gleich nachjustieren. Versteht mich da also nicht falsch. Das ging mir jetzt darum, wenn ich dann eine dicke Jacke drüber ziehe. Dann müsste ich tatsächlich ein bisschen beigehen und wieder ein bisschen justieren, weil das natürlich den Umfang wieder verändert und dementsprechend muss auch hier justiert werden. Das ist auch beim Aufsetzen eine Sache, die man wissen muss. Bei modernen Rucksäcken, wo man wirklich beim Tragen justieren kann, macht man die Riemen ja etwas lockerer, wirft den rum und justiert dann nach. Das kann man hier nicht. Die Riemen sind, wie sie sind und bleiben so. Savotta hat hier auf jeden Fall wieder ganze Arbeit geleistet. Also es ist ein toller Rucksack. Ob er für mich final mein Rucksack bleibt, der diese Lücke zwischen RJK und Jäger 2 schließt, weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Ich bin da noch immer am Austesten. Ich habe mittlerweile schon diverse Touren mit diesem Rucksack gemacht, Bushcraft-Touren als auch Tracking-Touren, sodass ich da einfach ein bisschen was zu erzählen kann. Ich stelle euch keinen brandneuen Rucksack vor. Und bei mir, wie gesagt, ist dieses Problem mit der Enge, dass das hier so ein bisschen unangenehm wird beim Tragen, also ganz leicht scheuert auf Dauer. Also jetzt gerade, wenn ich irgendwie so 15 Kilometer unterwegs bin. Das ist ein Punkt, der mich halt so ein bisschen stört, weil ja, steuern darf halt eigentlich grundsätzlich nicht sein. Weswegen ich noch nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass das der Rucksack ist, der mich jetzt ewig begleiten wird. Ich teste ihn auf jeden Fall noch ein ganzes Weilchen weiter aus und werde dann halt einfach schauen, denn ich behalte wirklich nur die Sachen, die sich dauerhaft immer bewähren. Und wo ich weiß, okay, da brauche ich nichts anderes, das ist das, was ich haben möchte. Und ich bin damit 100% zufrieden. Hier habe ich selber so ein, zwei Sachen, die mich eben stören, nämlich auch diese genannten. Deswegen kann ich da eben nicht sagen, dass ich es uneingeschränkt empfehlen würde. Und ich kann für mich persönlich nicht sagen, dass ich es wirklich ewig behalte. Da es zu diesem Rucksack aber noch kaum Videos gibt, oder ich glaube sogar gar keine, weiß ich gar nicht, war es mir wichtig, da wirklich ein Video zu machen, denn es ist ein toller Rucksack. Also das nochmal ganz deutlich gesagt, es ist ein super Rucksack, den man hier hat, wenn man weiß, was man kauft. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Und irgendwelche Fragen gerne in die Kommentare. Ich sehe eigentlich zu, dass ich ziemlich schnell antworte. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.